um in die Kabine zu gehen, musstest du ja eigentlich durchs Clubhaus. Dann bist du da in die Kabine reingegangen. Du hattest ständig oder du hattest immer Kontakt mit den Fans. Vor dem Spiel, in der Halbzeit, nach dem Spiel. Und ja gut, und dann nach dem Spiel hatten wir da gab es noch keine VIP-Räume, da hatten wir unseren Ligaraum. Da mussten wir immer durchs Clubhaus. Und ja, das war schon, ja, bis du im Ligaraum warst, hast du schon erstmal 3, 4 Bierduschen hinter sich gehabt, ne? Ja klar, es war ja damals noch so, dass wir nach dem Spiel durch die alte Vereinskneipe in unseren Mannschaftsraum gehen mussten, die war proppenvoll, wir mussten uns da durchdrängeln und entweder gab es Schulterklopfen oder Gespräche oder einige haben sich auch dann in der Küche getroffen zum Bier oder zu einer Zigarette und es dauerte doch schon eine ganze Zeit, bis man in den Mannschaftsraum dann reinkam, ne? Also das war auch völlig anders. Wir haben damals hier gegen Bayern München gespielt, das weiß ich noch, Kabine, Treppe runter, da hat ein Fan, Uli Hoeneß, ein Glas Bier auf den Kopf geschüttet. Das war alles noch ziemlich nah, alles beieinander, nicht? Also auch das ist heute undenkbar. Auf jeden Fall war dann immer St. Pauli-Willi, nimmt mich in den Arm als Trainer und sagt, Meister, Meister, wir werden Meister, Meister, wir werden Meister. Und dann, wenn es ganz gut lief, hat er mich dann immer mit Tom Forde verwechselt und hat dann gesagt, Torwächter, Torwächter, wir werden Meister. Es war unvorstellbar. Und dann diese Geschichte mit der Küche und da haben bestimmt viele schon drüber geredet und fabuliert. Ja, es war eine ganz besondere Atmosphäre. Und für die gegnerischen Mannschaften war das jetzt auch nicht so richtig pfiffig. Keine eigene Toilette. Also ganz in der Anfangsphase mussten dann auf die Toiletten oben, die auch von allen, die im Clubheim waren, genutzt wurden. Irgendwann kriegten sie dann unten mal selber eine Toilette, aber wenn da einer drauf ging, der ein bisschen nervöser war als die anderen, dann roch das sozusagen bis zum Spiel. Es war irre. Aber es hatte was und es gehörte zum FC St. Pauli dazu und es ist so klasse gewesen, dass ich eigentlich gedacht habe, wenn sie das Stadion neu bauen, sollen sie eigentlich quasi den Keller so lassen und das Stadion über den Keller bauen. Also dass man da jederzeit noch runtergehen kann, aber das war wohl technisch nicht möglich.